Hallo Roland, danke, dass du dir Zeit nimmst für unser kleines Interview. Du bist bei Nextmart Director Tech and Operations. Das heißt, du bist maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich unser Produktportfolio weiterentwickelt. Und das bedeutet, was dich sicherlich auch schon viel mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Ganz aktuell ist ja auch ChatGPT stark in den Schlagzeilen gewesen. Und ich kann mir vorstellen, dass sich viele Händler und Hersteller einfach fragen, was bedeutet das jetzt für mich? Es ist irgendwie so ein großes Fragezeichen. Es ist manchmal nicht so ganz greifbar, was das jetzt wirklich für gewisse Branchen tun kann, diese Technologie. Und meine Frage ist, was denkst du denn, wie Hersteller und Händler konkret von künstlicher Intelligenz und solchen Tools profitieren können? Genau, ChatGPT hat ja tatsächlich KI in die Medien gebracht, das heißt groß öffentlichkeitswirksam die künstliche Intelligenz in den Fokus gerückt. Und künstliche Intelligenz hilft uns da, wo repetitive, einfache Arbeit im Grunde genommen durch IT ersetzt werden kann. Also all die Dinge, für die es normalerweise keinen Menschen braucht, für die es niemanden braucht, der mitdenken muss, und auch vor allem Menschen, die gerne was anderes machen würden. Und ich nehme jetzt ein schönes Beispiel. Jeder kennt das in den großen Warenversandshäusern. Wenn ich etwas bestelle, sagen wir mal eine Bohrmaschine, dann kann ich mir die in einem Online-Tool in einen Warenkorb legen, bekomme da Preise, Verfügbarkeiten, Versandkosten und Ähnliches und kann dann eben auf Bestellen drücken, bekomme eine schöne E-Mail, wo das alles nochmal drin steht und später auch eine Rechnung und natürlich logischerweise den Versand dazu. Und jetzt muss man sich das bei uns so vorstellen, dass es draußen tatsächlich Händler gibt, die genau diese Art von Bestellung machen, aber eben nicht online gestützt, sondern sie faxen dem Hersteller dann ihre jeweilige Bestellung. Und wenn ich das faxe, dann ist das nicht digitalisiert. Das heißt, ich benötige dann eine Person, die dann wirklich das nimmt und in die entsprechenden IT-Systeme einträgt, damit genau dieser Prozess mit Bestellbestätigung, Rechnung und logischerweise auch Versand dann erfolgen kann. Und das sind üblicherweise eben keine Personen, die 1:1 nur dafür da sind, sondern die machen das irgendwie nebenher und machen dann ihr eigentliches Geschäft dann eben nicht. Und da ist KI super. KI kann Bilder erkennen, kann dort Texte extrahieren, kann die automatisiert in die entsprechenden Systeme übertragen. Und der Mensch schaut logischerweise nochmal drauf und gibt dann die Bestätigung, dass alles gut ist. Und genau diese Art von Prozessen können wir künftig über KI abbilden. Und das wird, denke ich, gerade in puncto demografischer Wandel, Fachkräftemangel, sowohl die Händler als auch die Hersteller deutlich erleichtern. Und gibt es konkrete Produkte bei Nextmart, wo du das in der Zukunft siehst, dass künstliche Intelligenz da unterstützen wird? Oder hast du vielleicht sogar komplett neue Produkte im Hinterkopf, in die das implementiert werden könnte? Ich würde sagen beides, also sowohl in die Bestandsprodukte als auch denken wir über neue Produkte nach. Und hier ist es tatsächlich so, dass wir einen ersten Prototypen entwickelt haben. Wir haben hier ein kleines neuronales Netz aufgebaut. Wir haben das tatsächlich so in eine Form gegossen, dass ein Kunde von uns das nutzen und verproben kann. Und genau an dem Punkt sind wir derzeit, dass wir mit Kunden reden, damit sie das einmal einsetzen, damit wir dann die Erkenntnisse daraus für uns gewinnen und logischerweise überlegen können, wie wir das produktiv dann realisieren können. Wir werden in 2 weitere Prototypen investieren, die wir in den nächsten 3 Monaten auch in genau diesen Zustand bringen wollen. Das heißt, zum Kunden, beim Kunden verprobt, im Einsatz, inklusive Feedback. Und wir wollen Mitte des Jahres genau wissen, wie wir KI integrieren und in welchen Schritten. Sehr schön. Also da passiert ganz viel Konkretes, gerade auch bei Nextmart. Absolut. Das Ziel ist tatsächlich Ende 2023, können wir bei unseren Produkten dran schreiben, powered by KI. Ob es dann ChatGPT ist eine andere Frage, aber das muss es gar nicht sein. Es gibt sehr viele KI-Tools am Markt und wir schauen uns das natürlich sehr genau an. Wir entwickeln auch selber KI-Tools einfach zum Verproben, um daraus zu lernen und es wird am Ende ein Mix werden. Sehr schön. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne.